Liebe werdende Mama, gerade aktuell durch die Corona-Situation ist es für Gebärende im Krankenhaus schwieriger denn je. Vorgaben sind von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich und können sich binnen weniger Tage ändern. Dazu die Ungewissheit, ob der Partner mit ins Krankenhaus darf oder ob man erst einmal alleine ist. Und wie es nach der Geburt aussieht, macht den werdenden Mamas Angst. Zu Recht. Die Situation ist unklar und auch unbeständig. Und deshalb ist ein Hypnobirthing-Kurs gerade jetzt wertvoller denn je. Was dir die Vorbereitung mit der Methode nach Marie Mongan im Einzelnen bringt, erzähle ich dir ausführlich in diesem Video. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Hypnobirthing gibt es nun zumindest in Amerika seit über 30 Jahren, im deutschsprachigen Raum bereits seit über 10 Jahren. Aber nie war diese mentale Art der Geburtsvorbereitung wichtiger als jetzt. Denn was hilft einem bei Unsicherheit und Panik besser als Aufklärung und Entspannung? Daher kommen jetzt meine 5 Vorteile, die Hypnobirthing dir in der aktuellen Corona-Krankenhausgeburt beschert. Vorteil Nummer 5: effektive Entspannungstechniken. Die Geburt ist ganz klar eine Ausnahmesituation. Der weibliche Körper erbringt absolute Höchstleistung und kann hier mit zusätzlicher aktiver Unterstützung noch effektiver unter der Geburt arbeiten. Damit dein Körper also die hierfür notwendigen Hormone produzieren kann, ist es ideal, wenn du entspannt bist. Denn sobald der Körper in Alarmbereitschaft ist, schüttet er Adrenalin und andere geburtshemmende Hormone aus. Hier ist es also unfassbar hilfreich, die eine oder andere Technik zu kennen, um ganz gezielt einen tiefen, entspannten Zustand herzustellen. Und da bietet dir Hypnobirthing eine Auswahl an Möglichkeiten. Zum einen die Regenbogenentspannung, 2 Körperentspannungsübungen, die man im Kurs erlernt, und natürlich die Partnerübungen, den Anker und die sanfte Berührungsmassage. All diese Übungen können während der Geburt, bis auf die Partnerübungen, im Notfall sogar alleine angewandt werden. Sprich, wenn der Partner noch nicht dabei sein darf. Und natürlich kann man auch alle Übungen gemeinsam mit dem Partner machen. So kann man trotz Corona eine entspannte Geburt erleben. Vorteil Nummer 4: klar definierte Atemtechniken. Im Hypnobirthing-Kurs lernt man 3 Atemtechniken für die Geburt kennen, die klar definiert sind. So kann die werdende Mama die Atmungen nach dem Kurs eigenständig bis zur Geburt üben. Die Ruheatmung, die Wellenatmung und die Geburtsatmung. Zu jeder Atmung habe ich bereits ein Video veröffentlicht. Ich habe sie dir unten in der Infobox noch einmal verlinkt. Die Gebärende weiß nach dem Kurs also genau, für welche Phase der Geburt welche Atmung ist. Und sie weiß auch, wie sie die Atmung anwenden muss, damit der Körper effektiv arbeiten kann. Diese Atemtechniken geben der Gebärenden also im Krankenhaus während der Geburt Halt und einen klaren Weg. Sie weiß genau, wie sie während einer Welle atmen soll und wie sie zwischen den Wellen atmen soll. So ist es der werdenden Mama ohne großes Nachdenken möglich, sich von Welle zu arbeiten. Sie kann sich voll und ganz auf die Geburt einlassen und alles andere ausblenden. Ohne Hypnobirthing haben die meisten werdenden Mütter leider keine spezielle oder zielführende Atemtechnik. Hier fehlt ihnen also etwas, das ihnen Sicherheit und Halt gibt. Außerdem dauert die Geburt ohne gute Atemtechnik oft länger. Mit den Hypnobirthing-Atmungen legt sie also einen guten Grundstein für die Geburt. Vorteil Nummer 3: Aufklärung über Möglichkeiten und Rechte während der Geburt. Durch die aktuelle Corona-Lage gibt es für das Klinikpersonal noch mehr zu tun als normalerweise schon. Mehr Einschränkungen und Regeln zu beachten. Mehr zu kontrollieren und nachzuhalten. Die Zeit der Hebammen für die Gebärenden ist noch knapper. Das heißt also auch, dass es passieren kann, dass man große Teile der Geburt mit seinem Partner alleine im Kreissaal ist. Die Hebamme schaut hin und wieder nach der Geburt, hat aber im schlechtesten Fall keine Zeit, über längere Strecken anwesend zu sein. Mit einem Hypnobirthing-Kurs ist man als werdende Eltern aber Gott sei Dank sehr gut auf eine solche oder ähnliche Situationen vorbereitet. Denn zum einen bekommt das Paar im Kurs so viele hilfreiche Entspannungsübungen und Tipps an die Hand, was man tun kann, sollte die Geburt ins Negative kippen. So hat man also in der Regel noch einige Möglichkeiten mehr, die Geburt positiv zu beeinflussen, als ohne einen Geburtsvorbereitungskurs. Auch über das Thema Rechte bzw. worauf man während der Geburt als Gebärender ein Anrecht hat, ist man nach einem Hypnobirthing-Kurs recht gut informiert. Hierzu zählen in der Regel meist Sachen, die selbstverständlich sind, aber während der Geburt oftmals einfach vergessen werden
oder untergehen. Dazu zählt zum Beispiel die Tatsache, dass bei einem unauffälligen CTG alles erst einmal wieder abgemacht werden kann und die werdende Mama sich frei und ungestört bewegen kann. Meist ist es so geregelt, dass ein CTG geschrieben wird, um zu schauen, wie es dem Baby geht. Sind die kindlichen Herztöne unauffällig, kann ein paar Stunden bis zum nächsten CTG gewartet werden oder bis es in die letzte Phase der Geburt geht. Generell ist man nach einem Hypnobirthing-Kurs also um einiges sensibler für bestimmte Situationen, die in einer Interventionsspirale enden könnten, und überlegt als werdende Eltern gut, ob man bestimmte Vorschläge unter der Geburt annimmt oder nicht. Denn es gibt immer wieder Dinge, die vorgeschlagen werden, aber noch nicht zwingend nötig sind. Schnell können solche Interventionen zu Komplikationen führen, die man hätte vermeiden können. Und hier geht es nicht darum, seine Wünsche durchzudrücken oder bei allen Vorschlägen der Hebamme Nein zu sagen, sondern Wünsche, die man hat, berücksichtigt zu bekommen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es Mutter und Kind gut geht. Eine gute Kommunikation zwischen Hebamme und Eltern ist daher wichtig und essentiell. Vorteil Nummer 2: Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins. Gerade durch Corona sind die Möglichkeiten, sich in der Schwangerschaft mit anderen Schwangeren auszutauschen oder einen Kurs in der Schwangerschaft zu besuchen, sehr überschaubar und oftmals nur als Online-Kurs möglich. Somit hat man weniger soziale Kontakte mit Gleichgesinnten. Man hat weniger Möglichkeiten, Informationen, Tipps und Tricks auszutauschen. Und auch weniger Möglichkeiten, eigene Ängste durch Gespräche zu minimieren. Viele Schwangere fühlen sich hier im Hinblick auf die Geburt daher nicht so umfangreich informiert, wie sie es sich wünschen. Im schlimmsten Fall sind sie in vielem sehr verunsichert. Durch einen Hypnobirthing-Kurs ist den werdenden Eltern aber glücklicherweise auch aktuell möglich, sich wunderbar auf die Geburt vorzubereiten, sich auch im Online-Kurs mit anderen Eltern auszutauschen und mit Hilfe der Atemtechniken und natürlich der Entspannungsübungen selbstsicher und selbstbewusst in die Geburt zu gehen. Vorteil Nummer 1: gut vorbereiteter Partner. Der Partner ist während der Geburt die größte physische und psychische Stütze. Daher ist es von großem Vorteil, wenn auch der Partner im Hinblick auf die Geburt gut vorbereitet ist. So kann er dafür sorgen, dass die werdende Mama sich entspannt und sich um nichts weiter kümmern muss. Der Partner kümmert sich nämlich um das Ganze drumherum. Er kommuniziert mit dem Klinikpersonal, beantwortet aufkommende Fragen und stellt Fragen für die werdende Mama, falls sie diese nicht selber stellen kann, weil sie sich gerade voll und ganz auf die Geburt konzentriert. Er achtet darauf, dass die Gebärende alles hat, was sie braucht. Sei es etwas zu trinken, ein Petsyball oder eine Schulter zum Anlehnen. Der Geburtsbegleiter hat also permanent ein Auge darauf, dass die Dinge, die er im Kurs gelernt hat, umgesetzt werden. Natürlich ohne Druck und Erwartungen. Er hat keine Checkliste, die er abarbeiten muss, sondern ist durch den Hypnobirthing-Kurs darauf sensibilisiert, auf einige Dinge gezielt zu achten, die sonst eventuell schnell vergessen oder übersehen werden würden. Somit ist der Partner hier ein aktives und wichtiges Element der Geburt. Er steht nicht nur bei seiner Partnerin, er unterstützt sie aktiv, wann und wenn sie es sich wünscht. Hypnobirthing bietet dir also auch in der aktuellen Corona-Situation viele wertvolle und wichtige Tools und auch Wissen, um eine so entspannte und stressarme Geburt im Krankenhaus zu erleben, wie momentan möglich. Und denk dran, es ist deine Geburt. Mach sie dir auch jetzt so schön und angenehm wie nur irgendwie möglich. Um noch mehr Mamas auf dieses Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem 2 weitere Videos für dich, die auch interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.